Hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Kanal Cozy German. Bevor wir anfangen, denkt daran, einen Like dazulassen, einen Kommentar zu schreiben und unseren Kanal zu abonnieren. Hier gibt es viele nützliche Inhalte für dein Deutschlernen. Heute wollen wir uns mit einem wichtigen Thema beschäftigen, wie du Grammatik richtig und ohne Stress lernen kannst. Grammatik ist ein wesentlicher Bestandteil jeder Sprache, auch im Deutschen. Viele Lernende haben jedoch Angst vor der Grammatik und empfinden sie oft als schwierig oder frustrierend. Das ist ganz normal, aber es gibt Wege, wie du die Grammatik entspannt und effektiv lernen kannst. Zuerst müssen wir verstehen, warum Grammatik eigentlich so wichtig ist. Grammatik hilft uns, die Struktur einer Sprache zu verstehen und korrekt zu kommunizieren. Ohne Grammatik können wir uns nicht klar und präzise ausdrücken. Es ist wie das Fundament eines Hauses. Ohne es fällt alles zusammen. Aber trotzdem muss Grammatik nicht stressig sein. Viele Lernende fühlen sich überfordert, weil sie alle Regeln auf einmal lernen wollen. Sie wollen perfekt sein und sofort alles richtig machen. Doch Grammatik muss nicht perfekt sein, um effektiv zu sein. Der erste Schritt, um Grammatik ohne Stress zu lernen, ist sich bewusst zu machen, dass Fehler ein Teil des Lernprozesses sind. Niemand spricht eine Sprache sofort perfekt. Auch Muttersprachler machen Fehler, besonders in der gesprochenen Sprache. Es ist völlig in Ordnung, Fehler zu machen. Sie helfen uns, zu lernen und uns zu verbessern. Der Druck, sofort alles richtig zu machen, kann uns blockieren und unsere Fortschritte verlangsamen. Stattdessen sollten wir uns auf die Kommunikation konzentrieren und uns erlauben, Schritt für Schritt besser zu werden. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass du Grammatik nicht isoliert lernen solltest. Viele Lernende machen den Fehler, nur Grammatikübungen zu machen, ohne sie in einen Kontext zu setzen. Das bedeutet, sie üben nur die Regeln, ohne sie im Alltag anzuwenden. Doch Sprache lebt von der Kommunikation und dem praktischen Einsatz. Um Grammatik wirklich zu verstehen und zu behalten, musst du sie in echten Gesprächen und beim Schreiben verwenden. Grammatik muss also nicht mit Stress verbunden sein. Sie ist nur ein Werkzeug, das dir hilft, deine Gedanken klar auszudrücken. Wenn du eine entspannte Haltung einnimmst und die Grammatik als etwas Positives siehst, das dir hilft, besser zu kommunizieren, wirst du viel schneller Fortschritte machen. Wichtig ist, dass du dich nicht überforderst. Setze dir kleine, erreichbare Ziele und konzentriere dich auf ein Thema nach dem anderen. In den nächsten Abschnitten werden wir uns mit den häufigsten grammatischen Schwierigkeiten für Anfänger beschäftigen und dir zeigen, wie du diese ohne Stress meistern kannst. Wir werden auch darüber sprechen, wie du deine Zeit für das Grammatiklernen besser einteilen kannst, sodass du dich nicht überwältigt fühlst. Und wir werden einige praktische Übungen durchgehen, die dir helfen, die Grammatik in deinem Alltag anzuwenden und zu festigen. Eine der größten Herausforderungen beim Deutschlernen ist die Grammatik. Besonders für Anfänger können die vielen Regeln und Ausnahmen verwirrend sein. In diesem Abschnitt werden wir uns einige der häufigsten grammatischen Schwierigkeiten für Anfänger ansehen und versuchen, sie verständlich zu erklären. Keine Sorge, das ist alles machbar. Wir gehen Schritt für Schritt vor. Ein häufiges Problem ist die Verwendung der Artikel der, die und das. Im Deutschen gibt es 3 Geschlechter, maskulin, feminin und neutral. Und jedes Substantiv hat einen bestimmten Artikel. Zum Beispiel der Hund, maskulin, die Katze, feminin, das Haus, neutral. Für Lernende ist es oft schwierig, sich die richtige Form zu merken, besonders weil es keine klaren Regeln für jedes Wort gibt. Ein Tipp ist, die Artikel zusammen mit dem Substantiv zu lernen, also nicht nur Hund, sondern der Hund. Auf diese Weise kannst du dir die richtige Form im Gedächtnis besser einprägen. Übung macht auch hier den Meister, also versuche immer wieder zu üben, wie die Artikel in verschiedenen Sätzen verwendet werden. Ein weiteres häufiges Problem ist die richtige Anwendung der Verben in verschiedenen Zeiten. Besonders für Anfänger ist es schwierig, zwischen den Zeiten zu unterscheiden, vor allem zwischen dem Präsens, dem Präteritum und dem Perfekt. Die Zeiten im Deutschen sind nicht immer so einfach wie im Englischen und es gibt viele unregelmäßige Verben, die nicht den üblichen Regeln folgen. Zum Beispiel, ich habe gegessen, Perfekt, versus ich aß, Präteritum. Um hier voranzukommen, solltest du dir die wichtigsten unregelmäßigen Verben einprägen und regelmäßig üben. Es kann auch hilfreich sein, kurze Sätze zu bilden, um die Verwendung der verschiedenen Zeiten zu üben.
Ich habe gegessen. Perfekt. Und ich esse gerade. Präsens. Ein weiteres Problem, das viele Anfänger haben, ist die Wortstellung im Satz. Im Deutschen ist die Wortstellung anders als in vielen anderen Sprachen, besonders im Vergleich zum Englischen. Im Hauptsatz steht das Verb immer an zweiter Stelle, aber im Nebensatz wird das Verb ans Ende des Satzes verschoben. Zum Beispiel, ich gehe ins Kino. Hauptsatz. Aber weil ich ins Kino gehe, Nebensatz. Diese Regel kann anfangs verwirrend sein, aber mit etwas Übung wird sie immer klarer. Am besten übst du, einfache Sätze zu bilden und die Position des Verbs zu kontrollieren. Ein weiteres schwieriges Thema ist der Gebrauch der Präpositionen. Präpositionen wie auf, in, bei und mit haben im Deutschen oft verschiedene Bedeutungen, je nachdem, wie sie im Satz verwendet werden. Zum Beispiel, ich gehe in das Zimmer, in einem Raum, versus ich gehe auf das Zimmer, in die Richtung des Raums, aber nicht unbedingt hinein. Um diese Schwierigkeiten zu überwinden, hilft es, konkrete Beispiele zu üben und die Bedeutung der Präpositionen durch Kontext zu lernen. Es ist auch sinnvoll, häufig verwendete feste Ausdrücke zu lernen, wie auf dem Tisch, in der Stadt oder mit Freunden, um sich besser an die richtigen Präpositionen zu gewöhnen. Eine weitere Herausforderung ist der Gebrauch des Konjunktivs, besonders der Konjunktiv 2. Der Konjunktiv wird im Deutschen verwendet, um Wünsche, irreale Bedingungen oder höfliche Bitten auszudrücken. Zum Beispiel, wenn ich reich wäre, würde ich ein großes Haus kaufen. Oder könntest du mir bitte helfen? Der Konjunktiv 2 ist besonders schwierig, weil er viele unregelmäßige Formen hat und nicht immer einfach zu verstehen ist. Ein Tipp ist, ihn nach und nach zu üben, angefangen mit den wichtigsten Verben wie sein, haben, werden und dann auch den Modalen wie können oder dürfen. Das letzte große Thema, das für Anfänger oft eine Herausforderung darstellt, sind die Reflexivverben. Reflexivverben sind Verben, die immer mit einem Reflexivpronomen wie sich verbunden sind. Zum Beispiel, ich freue mich oder er zieht sich an. Der Gebrauch der Reflexivpronomen ist eine der subtileren grammatischen Regeln im Deutschen. Ein hilfreicher Tipp ist, auch hier wieder mit den häufigsten Reflexivverben zu beginnen und diese in einfachen Sätzen zu üben. All diese Regeln können anfangs überwältigend erscheinen, aber sie sind nur ein Teil des Lernprozesses. Wichtig ist, dass du dich nicht entmutigen lässt. Grammatik braucht Zeit und es ist völlig in Ordnung, Fehler zu machen. Je mehr du übst, desto leichter wird es dir fallen, die richtige Grammatik anzuwenden. In den nächsten Abschnitten werden wir uns damit beschäftigen, wie du dir die Zeit zum Grammatiklernen besser einteilen kannst, um den Stress zu vermeiden und die Grammatik effektiv zu üben. Es ist wichtig, beim Lernen der deutschen Grammatik eine gute Balance zu finden. Grammatik kann komplex und herausfordernd sein, und es ist leicht, sich von der Vielzahl der Regeln überwältigen zu lassen. Doch mit einer klaren Struktur und einem effektiven Zeitmanagement kannst du die Grammatik effizient und ohne unnötigen Stress lernen. In diesem Abschnitt wollen wir uns damit beschäftigen, wie du deinen Lernprozess besser organisieren kannst, damit das Grammatiklernen nicht zu einer Belastung wird, sondern dir Spaß macht und dich weiterbringt. Zunächst ist es entscheidend, dass du dir realistische Ziele setzt. Anstatt zu versuchen, die gesamte Grammatik auf einmal zu lernen, teile die Lerninhalte in kleinere, überschaubare Einheiten auf. Zum Beispiel könntest du dich zunächst auf die Grundgrammatik konzentrieren, wie die Konjugation der regelmäßigen Verben und den Gebrauch der bestimmten und unbestimmten Artikel. Sobald du diese Grundlagen gut beherrschst, kannst du dich nach und nach mit komplexeren Themen wie den verschiedenen Zeiten oder den Reflexivverben befassen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist es, regelmäßig zu üben, aber nicht zu viel auf einmal. Eine Stunde intensiv zu lernen ist effektiver als mehrere Stunden ohne Konzentration und Motivation. Setze dir feste, aber kurze Lernzeiten. 30 Minuten bis eine Stunde täglich sind oft produktiver als stundenlanges Pauken, vor allem wenn du zwischendurch immer wieder Pausen machst. Diese Pausen helfen dir, das Gelernte zu verarbeiten und neue Informationen besser zu speichern. Zudem solltest du darauf achten, dass du beim Grammatiklernen abwechslungsreich bleibst. Nur das Auswendiglernen von Regeln wird dir nicht helfen, die Grammatik in echten Gesprächen anzuwenden. Nutze verschiedene Methoden, um das Lernen interessant zu gestalten. Du kannst beispielsweise Grammatikübungen in Übungsbüchern machen, Online-Übungen nutzen
oder Apps wie Duolingo oder Babbel verwenden, die dich spielerisch durch Grammatikthemen führen. Auch das Hören von Podcasts oder das Ansehen von Videos kann dir helfen, Grammatik im Kontext zu verstehen. Auf diese Weise kannst du lernen, wie die Grammatik in realen Gesprächen angewendet wird, was dir das Lernen erleichtert. Es ist auch hilfreich, das Gelernte direkt in die Praxis umzusetzen. Suche dir Gelegenheiten, die Grammatik zu üben, die du gerade lernst. Das können einfache Gespräche mit Freunden oder Sprachpartnern sein, oder du kannst kurze Texte schreiben, in denen du die neuen Grammatikregeln anwendest. Zum Beispiel, wenn du die Perfektform der Verben lernst, könntest du einen kurzen Text über deinen Tag schreiben und dabei die Perfektform benutzen: Ich habe heute gearbeitet, ich bin ins Kino gegangen. So festigst du das Gelernte und kannst es besser in deinem Gedächtnis verankern. Vermeide es, dich selbst zu sehr unter Druck zu setzen. Fehler gehören zum Lernprozess dazu und sollten nicht als Misserfolge betrachtet werden. Jeder macht Fehler und oft sind diese Fehler ein Zeichen dafür, dass du dich weiterentwickelst. Sei geduldig mit dir selbst und gib dir die Zeit, die du brauchst. Es ist völlig in Ordnung, nicht sofort alles richtig zu machen. Der wichtigste Aspekt beim Grammatiklernen ist es, konstant dran zu bleiben. Regelmäßiges Üben führt mit der Zeit zu besseren Ergebnissen. Und je mehr du übst, desto weniger Fehler wirst du machen. Neben dem Üben ist es auch wichtig, die Theorie zu verstehen. Grammatikregeln sollten nicht nur auswendig gelernt, sondern auch verstanden werden. Wenn du weißt, warum eine Regel existiert und wie sie funktioniert, wirst du sie auch leichter anwenden können. Versuche die Logik hinter den Grammatikregeln zu verstehen. Warum steht das Verb am Ende des Satzes im Nebensatz? Warum verwenden wir den Akkusativ und Dativ? Wenn du diese Fragen beantworten kannst, wird das Grammatiklernen viel einfacher und weniger stressig. Ein weiterer Tipp, um den Stress beim Grammatiklernen zu vermeiden, ist es, regelmäßige Wiederholungen in deinen Lernplan zu integrieren. Auch wenn du etwas Neues gelernt hast, ist es wichtig, das Wissen regelmäßig aufzufrischen. Es hilft, das Gelernte nach 1 oder 2 Tagen noch einmal zu wiederholen, um es besser im Gedächtnis zu behalten. Dies ist besonders wichtig bei schwierigen Themen wie den unregelmäßigen Verben oder der Verwendung von Präpositionen. Wenn du diese Themen regelmäßig übst, wirst du sie besser beherrschen. Schließlich solltest du dir bewusst machen, dass Grammatik nur ein Teil des Sprachlernens ist. Es ist wichtig, die Grammatik mit anderen Bereichen wie Wortschatz, Sprechen und Hören zu kombinieren. Grammatik allein wird dich nicht fließend sprechen lassen, aber in Kombination mit den anderen Fähigkeiten wird sie dir helfen, deine Spracheffizienz zu steigern. Achte darauf, dass du beim Lernen der Grammatik auch immer wieder Zeit für andere Sprachfähigkeiten einplanst. Zusammengefasst: Grammatiklernen sollte nicht stressig sein. Setze dir klare Ziele, übe regelmäßig, sei geduldig mit dir selbst und versuche die Grammatik im Kontext zu verstehen. Nutze verschiedene Methoden und wiederhole regelmäßig, um das Gelernte zu festigen. So wirst du die deutsche Grammatik mit der Zeit immer besser beherrschen und dich sicherer im Sprechen und Schreiben fühlen. Und denk daran, Fehler sind ein natürlicher Teil des Lernprozesses, also hab Spaß dabei und bleib dran. Eine der effektivsten Methoden, um grammatikalische Fähigkeiten zu verbessern, ist das regelmäßige Üben von Grammatikübungen. Dies kann sowohl schriftlich als auch mündlich erfolgen, und je mehr du übst, desto sicherer wirst du im Umgang mit den verschiedenen Regeln. Es gibt zahlreiche Übungen, die dir helfen können, spezifische grammatikalische Strukturen zu meistern. Zum Beispiel sind Übungshefte, die sich auf bestimmte Themen konzentrieren, eine großartige Ressource. Du kannst dir Hefte besorgen, die sich speziell mit den Zeiten, den verschiedenen Fällen oder den Modalverben beschäftigen. Diese Übungen sind oft gut strukturiert, sodass du von einfacheren zu komplexeren Aufgaben übergehen kannst. Dabei ist es wichtig, dass du nicht nur die Übungen machst, sondern auch die Fehler verstehst und daraus lernst. Wenn du beispielsweise einen Satz falsch konjugierst oder den Akkusativ statt den Dativ verwendest, versuche zu verstehen, warum der Fehler passiert ist. Notiere dir die richtige Regel und versuche es beim nächsten Mal besser zu machen. Eine weitere Möglichkeit, deine Grammatikkenntnisse zu vertiefen, ist das Erstellen von eigenen Übungen. Dies ist besonders hilfreich, wenn du bereits eine bestimmte Grammatikstruktur verstanden hast, aber Schwierigkeiten hast, sie aktiv anzuwenden.
Du könntest zum Beispiel ein kleines Textfragment mit den falschen grammatischen Strukturen erstellen und dann versuchen, es zu korrigieren. Dies hilft dir, das Wissen anzuwenden und sicherzustellen, dass du die Grammatik wirklich verstanden hast. Es ist auch eine gute Idee, die Übungen zu variieren, indem du sie in verschiedenen Kontexten anwendest. So kannst du sicherstellen, dass du nicht nur die Theorie beherrschst, sondern auch in der Lage bist, die Grammatik in realen Situationen zu verwenden. Zusätzlich zu Übungen kannst du auch gezielte Dialoge üben, um deine Grammatik in der Praxis anzuwenden. Dies ist besonders hilfreich, wenn du die Grammatik auf die Sprechfertigkeit übertragen möchtest. Versuche, alltägliche Gespräche nachzuspielen, in denen du die Grammatik strukturiert anwendest. Zum Beispiel könntest du Dialoge üben, bei denen du die verschiedenen Zeiten oder den Konjunktiv verwendest. Dies könnte ein Gespräch über vergangene Erlebnisse im Perfekt sein oder eine hypothetische Diskussion im Konjunktiv 2, wie etwa: Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich nach Deutschland reisen. Du könntest auch einen Sprachpartner finden, mit dem du regelmäßig diese Dialoge üben kannst. Es gibt viele Online-Plattformen und Sprachtandems, bei denen du mit Muttersprachlern sprechen kannst. Diese Gespräche bieten eine ideale Gelegenheit, Grammatik im echten Kontext anzuwenden. Du kannst mit deinem Partner einfache Fragen stellen oder ihm von deinen Plänen erzählen, dabei aber darauf achten, spezifische Grammatikstrukturen zu üben, die du gerade gelernt hast. Indem du in einer realen Gesprächssituation übst, wirst du viel schneller sicherer in der Anwendung der Grammatik. Ein weiteres hilfreiches Hilfsmittel, um die Grammatik zu üben, sind Online-Plattformen und Apps. Viele von ihnen bieten interaktive Übungen, die sowohl die schriftliche als auch die mündliche Anwendung der Grammatik abdecken. Eine besonders nützliche App für Grammatikübungen ist Duolingo, die eine Vielzahl von Übungen in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen bietet. Aber auch Plattformen wie Babbel oder Memrise sind großartige Ressourcen, um gezielt bestimmte Grammatikthemen zu üben. Wichtig bei der Verwendung von Apps und Online-Ressourcen ist jedoch, dass du dich nicht nur auf diese Übungen verlässt. Sie sollten Teil eines umfassenden Lernplans sein, der auch andere Übungen wie das Hören und Sprechen einbezieht. Wenn du dich auf nur eine Methode beschränkst, kann dies das Lernen stagnieren lassen und dich davon abhalten, die Grammatik in verschiedenen Kontexten zu verwenden. Zusätzlich zu den Übungen und Dialogen kannst du auch versuchen, mehr auf die Grammatik in den Medien zu achten. Filme, Serien und Podcasts in deutscher Sprache bieten eine großartige Möglichkeit, die Grammatik in natürlicher Form zu hören. Achte darauf, wie die Grammatik in den Dialogen verwendet wird und versuche zu erkennen, wann bestimmte Strukturen angewendet werden. Du könntest auch nach Transkripten suchen, um den Text zu lesen und gleichzeitig zu hören, wie die Grammatik in echten Gesprächen eingesetzt wird. Dies wird dir helfen, ein besseres Gefühl für die Sprache zu entwickeln und die Grammatik automatisch anzuwenden. Abschließend lässt sich sagen, dass das Üben von Grammatik durch strukturierte Übungen und Dialoge ein effektiver Weg ist, um die deutsche Grammatik zu meistern. Wichtig ist, dass du regelmäßig übst, deine Fehler verstehst und versuchst, die Regeln im praktischen Kontext anzuwenden. Je mehr du übst, desto mehr wird die Grammatik für dich zu einer natürlichen und automatisierten Fähigkeit. Achte darauf, dass du auch das Hören und Sprechen in deinen Lernprozess einbeziehst, um die Grammatik nicht nur in theoretischen Übungen, sondern auch im realen Sprachgebrauch zu beherrschen. Es ist wichtig zu verstehen, dass die deutsche Grammatik komplex sein kann, aber mit der richtigen Herangehensweise und regelmäßiger Übung wird sie mit der Zeit immer leichter. Ein häufiger Fehler, den viele Lernende machen, ist zu denken, dass sie ein bestimmtes Grammatikthema nur einmal lernen müssen, um es zu beherrschen. In Wirklichkeit ist das regelmäßige Wiederholen und Anwenden von Grammatikregeln entscheidend für den langfristigen Erfolg. Es reicht nicht aus, sich eine Regel einmal anzusehen und sie dann zu vergessen. Nur durch ständiges Üben und Wiederholen verfestigen sich die Regeln und werden zu einem natürlichen Teil deiner Sprachfähigkeiten. Ein regelmäßiges Wiederholen der Grammatik hilft nicht nur, die Regeln zu behalten, sondern auch, sie im richtigen Kontext anzuwenden. Es ermöglicht dir, dich sicherer zu fühlen, wenn du sprichst oder schreibst, weil du weißt, wie du die verschiedenen Strukturen richtig einsetzt. Wenn du die Regeln immer wieder übst, kannst du Fehler schneller erkennen und korrigieren,
was wiederum dein Vertrauen in die Sprache stärkt. Das Wiederholen sollte nicht nur aus passivem Lesen oder Schreiben bestehen. Es ist auch wichtig, aktiv zu üben, indem du Dialoge führst, Texte schreibst oder selbstständig Sätze mit der Grammatik baust. Besonders hilfreich ist es, Grammatik nicht isoliert zu lernen, sondern sie in den Kontext von echten Gesprächen und Alltagssituationen zu setzen. Dadurch wird das Lernen nicht nur effektiver, sondern macht auch mehr Spaß. Ein weiteres Element des wiederholten Übens ist die kontinuierliche Selbstbeobachtung und das Anpassen des Lernplans. Du wirst feststellen, dass du in einigen Bereichen schnell Fortschritte machst, während du in anderen länger brauchst. Das ist ganz normal, aber es zeigt dir auch, dass es wichtig ist, dich immer wieder auf die Bereiche zu konzentrieren, in denen du noch Schwierigkeiten hast. Wenn du zum Beispiel immer wieder Fehler bei der Verwendung der Zeiten machst, solltest du dich intensiver mit diesem Thema beschäftigen, um es zu verbessern. Zusätzlich zu den regelmäßigen Übungen ist es auch sinnvoll, regelmäßig Feedback von anderen zu bekommen, sei es durch einen Sprachpartner, Lehrer oder über Sprachtandems. Feedback hilft, Fehler zu erkennen und dich auf die Bereiche zu konzentrieren, in denen du noch Unsicherheiten hast. Durch das kontinuierliche Wiederholen und Anwenden der Grammatik kannst du nicht nur deine Sprachkenntnisse verbessern, sondern auch dein Vertrauen in die Sprache stärken. Am wichtigsten ist jedoch, dass du dranbleibst. Lernen ist ein langfristiger Prozess, der Geduld erfordert. Aber mit der richtigen Einstellung und regelmäßigen Übung wirst du merken, dass Grammatik nicht länger eine Hürde darstellt, sondern ein Werkzeug wird, mit dem du sicher und fließend kommunizieren kannst. Und das Gefühl, eine Sprache zu beherrschen, ist eine der größten Belohnungen, die du durch konsequentes Lernen und Üben erreichen kannst.